4/10. Nicht durch einen Fehler, sondern durch deinen Fahrstil. Du fühlst dich schnell, mehr Lenkwinkel, mehr Inputs und mehr Bewegung im Auto. Aber genau das kostet dich Zeit. Das ist einer der häufigsten Fehler im Simracing. Du überfährst dein Auto. Zu viel Lenkwinkel, zu viel Korrekturen und du bist ständig am Nacharbeiten. Das fühlt sich zwar aktiv an, aber in Wirklichkeit verlierst du die Kontrolle. Und genau da beginnt der Zeitverlust. Schau dir das an. Gleiche Kurve, gleiche Linie. Links ruhig, rechts aggressiv. Beim Einlenken passiert fast nichts. Der Unterschied kommt danach. Am Exit 2/10 langsamer. Und das nur in einer Kurve. Der Grund ist simpel. Dein Reifen kann nicht alles gleichzeitig. Bremsen, lenken, beschleunigen. Wenn du zu viel auf einmal willst, verlierst du Grip. Und das merkst du meistens nicht sofort, sondern danach. Wenn du es visualisieren willst, das ist dein Grip. Der Kampsche Kreis sehr einfach erklärt. Die X-Achse zeigt die Querkräfte, also die beim Lenken entstehen. Die Y-Achse zeigt die Längskräfte, also bremsen und beschleunigen. Der Kreis außen herum zeigt das Limit deiner Reifen an. Und zwischen diesen Längs- und Querkräften hast du diesen fließenden Übergang. Wenn du also sehr stark einlenkst, bleibt also weniger fürs Bremsen übrig und umgekehrt. Und genau hier passiert der Fehler, in diesem Übergang. Du bist also im Übergang vom Bremsen ins Lenken, aber mit zu viel Lenkwinkel oder zu viel Bremse. Der Punkt verlässt den Kreis. Und in diesem Moment bist du außerhalb des Limits. Genug, um das Auto instabil zu machen und oder den Reifen zu überhitzen. Und das kostet dich Zeit am Exit. Du hast generell weniger Traktion und kannst auch noch später ans Gas. Das Problem ist, es fühlt sich ja richtig gut an. Du hast mehr Bewegung, du bist aktiver, du machst mehr. Und es fühlt sich dann so an, als würde man eben auch schneller sein. Das ist genau das gleiche Prinzip wie bei Lift and Coast. Du gehst kurz vom Gas, verlierst etwas Zeit auf der Geraden, holst sie dir dann aber voll wieder rein, weil das Auto stabil bleibt und deine Reifen kühler. Außerdem fördert es deinen sanfteren Fahrstil, mit dem du nur Zeit gewinnen kannst. So kannst du dich sauber ans Limit herantasten und dann dort bewegen. Und daran erkennst du es. Wenn du am Exit viel korrigieren musst, viel vom Gas gehen musst, dann hast du den Fehler meistens schon vor dem Apex gemacht und der Exit ist nur die Konsequenz dieses Fehlers. Die Regel ist ganz einfach. Das schnellste Auto ist das ruhigste. Wenn sich dein Auto sehr hektisch anfühlt, und wir sprechen hier nicht von Mikrokorrekturen, dann bist du nicht am Limit. Du bist drüber. Und wenn du verstehen willst, warum manchmal weniger Inputs schneller sind, dann schau dir das hier an.